Hallo ihr Lieben, das Havelgebiet südlich von Berlin ist einfach wunderschön. Auch auf der anderen Seite des Flusses, Stichwort Grunewald. Da kann man in aller Ruhe in Einklang mit Radfahrern durch den Wald und immer wieder mit Blick auf die Havel in Richtung Heerstraße fahren. In der letzten Folge haben wir verstanden, dass die betroffenen Zauner Glaubenbesitzer keine Machbarkeitsstudien erhalten haben, nur magere zusammenfassende Texte. Und die auch nicht barrierefrei. Dabei ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz aus Berlin seit dem 28. Juni 2025 bundesweit anzuwenden, also auch in Spandau. Bevor wir nun unten ankommen, erst einmal zu den angekündigten irreführenden Darlegungen. Danach treffen wir auf 3 Generationen, die derzeit an der Havel ihr entspannendes und belebendes Ambiente genießen. Schauen wir wieder in das nicht durchsuchbare Dokument. Seite 3. Es ist sowohl planerisches Ziel als auch Kaufbedingung, das Gebiet unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange, der Erholungsnutzung für die Allgemeinheit, des Grundwasserschutzes und der Überschwemmungsgebietsverordnung durch Reduzierung schädlicher Nutzungseinflüsse, Bebauungen, Kfz-Verkehr zu entwickeln. Sowohl planerisches Ziel als auch Kaufbedingung. Die Kaufbedingung knüpfte sich, wie in der Presse zu erfahren war, vor allem an 2 kleinere, zu renaturierende Teile des Gebiets. Den Campingplatz und eine Wochenendsiedlung südlich des Vereins Havelfreude. Nicht jedoch an die Renaturierung des gesamten Terrains. Durch die Verknüpfung von planerisches Ziel, was sicherlich den gesamten Bereich umfasste, mit einer Kaufbedingung, die nur einen Teil adressierte, wird der Eindruck vermittelt, als komme man gar nicht drum herum, alles auf links zu drehen. Stichwort Framing. Ein Instrument der Manipulation. Seite 4. Das Überschwemmungsgebiet am Breitehorn ist in erheblichem Maße mit sogenannten Wochenendsiedlungen sowie einem Campingplatz bebaut und mit Betonspundwänden sowie künstlichen Aufschüttungen von der natürlichen Hochwasserdynamik abgeschnitten. Der erste Teil des Satzes ist unrichtig. Die Wochenendsiedlungen sind zwar mit fast 200 Parzellen ein großer Bestandteil. Der Campingplatz ist aber bereits vor 7 Jahren geräumt worden und nicht mehr nutzbar. Und er war nur ein kleiner Bereich. Von Renaturierung ist dort seither nichts zu sehen, nur von Verwilderung. Verantwortlich ist dafür das Amt. Um den Campingbereich zu renaturieren, brauchte man sich wohl keine teure Studie für Geld in 6-stelliger Höhe zu leisten. Eine gegebene Bebauung mit einem Campingplatz ist also eine falsche Darstellung. Es gibt längst keinen Campingplatz mehr. So geht Framing, Fakten mit reinbuttern, die nicht stimmen. Zweiter Teil dieses Satzes, mit Betonspundwänden sowie künstlichen Aufschüttungen. Am ganzen Überschwemmungsgebiet? Mit solchen Formulierungen schießt man mit Kanonen auf Spatzen, denn die Betonmauern gibt es nur oben am Beginn des Ganzen, nämlich an der Badewiese des längst verjagten Campingplatzes. Nicht aber von Norden bis Süden. Und künstlich aufgeschüttet ist die beliebte Uferpromenade lediglich schlanke 200 Meter lang vom ehemaligen Badestrand bis zur Rettungsstation. Schließlich musste sie ja auch sowohl begehbar als auch für Rettungs- und Reinigungszwecke befahrbar sein. Mit Betonspundwänden abgeschnitten, der Eindruck wird erweckt, als erstrecke sich das auf die ganze Länge, anstatt wie in der Realität auf ein paar Prozent des Ganzen. Manipulation. Natürlich kann man den Beton wegnehmen. Sollte die Jahrhundertflut doch noch kommen, was längst nicht mehr realistisch ist, und die Betonierung ist geräumt, dann ist halt der europäische Radweg fällig, dem der Untergrund bei einer Überschwemmung abhanden kommen kann. Ein europäischer Radweg wurde in dem undurchsuchbaren und undurchsichtigen Papier nicht erwähnt. In der Studie vielleicht doch. Haben die Verfasser darüber nachgedacht, dass sie mit ihrer MBKS dazu verleitet werden könnten, die geflossenen EU-Gelder in Millionenhöhe in einer nächsten Überschwemmung zu versenken? Die aktuellen Medien in Berlin bleiben am Ball. Immer mehr Details kommen nun ans Licht. Kritische juristische Kurzgutachten und Befunde von Ingenieuren, die das Vorhaben und seine Grundlagen, diese Machbarkeitsstudie,
und die immer noch fehlende Einsicht in das eigentliche Dokument ebenfalls kritisch kommentieren. Ich nehme euch nun mit zu einem Interview, das das Team der RBB Abendschau aufgenommen hat. In der Sendung wurde es nur kurz angerissen, aber ich finde, es lohnt sich das Ganze. Mein Name ist Viola Schalci. Frau Viola Schalci, wie lange liegt ihr schon auf der? Seit den ersten Tagen meines Lebens. Da hat meine Mutter, die neben mir steht, mich im Kinderwagen hier schon durch die Gegend gefahren. Und ich habe all meine Sommerferien im Garten meiner Großmutter verbracht. Und deswegen stehe ich hier, weil wir seit 3 Generationen oder mit 3 Generationen hier schon unterwegs sind. Also ich habe all meine Sommerferien im Garten meiner Eltern verbracht. Meine Tochter steht hier, die hat auch ihre Sommerferien größtenteils im Garten der Großeltern verbracht. Jetzt habe ich hier seit 20 Jahren meinen eigenen Garten, wo auch meine Enkel einen großen Teil ihrer Zeit verbringen. Und das ist das, was ich so wichtig finde, dass wir seit 5 Generationen hier unterwegs sind. Das stimmt. Das sind gewachsene Freundschaften. Ja. Ja, die alten Damen sind befreundet, die Eltern sind befreundet, wir, die Kinder und jetzt unsere Enkelkinder. Und das wäre wahnsinnig traurig, wenn das zerstört wird. Das ist ein Aspekt, der oft bei solchen Nachbarschaftsstudien zu kurz kommt, der menschliche Aspekt. Darf ich Sie noch nach Ihrem Namen fragen? Natürlich, ich bin Doris Zenker und ich bin 89 Jahre alt. Und bin seit 1959 hier und habe meine Schwiegermutter erlebt und bin als Schwiegertochter hier eingetreten. Und mit meinem Mann haben wir hier auch sämtliche Sommer verbracht. Die Kinder sind hier groß geworden, Freundschaften sind entstanden bis heute. Wie wäre denn das für Sie, wenn das jetzt alles weg wäre? Grauenvoll. Ich glaube, ich würde eher sterben. Das ist ein Stück Leben für mich. Ich komme an den Wochenenden, werde von den Kindern abgeholt mit dem Auto und kann nicht mehr so gut laufen, habe einen Rollator und mit den Kindern treffen wir uns hier und das ist wunderbar. Wenn das nicht mehr wäre, es ginge mir sehr schlecht. Und so bin ich eben relativ munter noch für mein Alter. Okay, so ist es. Ne? Und ich möchte es nicht loswerden. Okay. Ja. Sie sind die Enkelin. Wie ist Ihr Name? Doreen Schalzke. Sie sind auch relativ frisch quasi in der Anlage. Wie ist das für Sie, wenn es jetzt hier weg ist? Ja, das wäre auch ganz schlimm. Also ich habe hier auch meine ganze Kindheit verbracht. Und meinen Sohn jetzt auch. Ja. Und entsprechend wäre das sehr, sehr traurig. Für meinen Sohn auch. Und für Sie? Für mich sehr, ja. Ja, das ist meine Kindheitserinnerung. Freundschaften hier gewachsen sind. Ja, Geburtstage. Ja, ich bin um die ausgeboren. Sie wirken sehr angefasst. Woher kommt das? Weil ich Sorge habe, dass ich mein Stück meiner Vergangenheit und meiner jetzigen Gegenwart verliere. Und ihre Schwester, die andere Tochter, die hat jetzt gerade eine Hochzeit hinter sich gebracht hier mit 50 Leuten. Die auch hier gefeiert Und hier gefeiert, wunderschön, einen Tag, den man nicht vergisst. Und der Herrgott hat uns wunderbares Sonnenwetter beschert. Und da waren wir alle happy und es war wunderschön. Tja, die Zenkers und die Schalzkis. Über Generationen hinweg bilden sie, wie auch andere Familien, die Säulen dieses Vereins namens Havelfreude, bei dem auch ich Mitglied war in meiner Zeit hier. Die Havelfreude liegt im Süden der 3 Vereine, Havelwiese in der Mitte und obenan im Norden der Breitehorn. Jetzt sitze ich wieder in meiner kleinen rollenden Laube und lasse mir die heutigen Begegnungen noch einmal durch den Kopf gehen. Es war zu spüren, dass ihnen das Hiersein gut tut, dass es für ihre eigene Gesundheit und die der anderen wichtig ist. Glücklich zu sein ist gesund für Leib und Seele. Das sollten auch die Menschen auf ihrem eigenen inneren Schirm haben, die in den Ämtern, im Grünflächenamt, im Bezirk Spandau arbeiten. Bis zum nächsten Mal.